about recalibration. Nicht nur das PEPP, sondern alle der Europäischen Zentralbank zur Verfügung stehenden Instrumente werden bei der nächsten Überprüfung mit einbezogen und neu kalibriert. Im Dezember kommt der große Showdown. An welchen Stellschrauben die Europäische Zentralbank drehen könnte und was denn ihre aktuellen Sorgen sind, das erfährst du im heutigen Video. Und damit herzlich willkommen zum heutigen EZB-Talk. Mein Name ist Roman und ich freue mich, die letzte Sitzung der Europäischen Zentralbank vom 29. Oktober zusammenzufassen. Zuerst möchte ich einen kurzen Überblick über die Sitzung selbst geben, danach auf zwei Fragen der Pressekonferenz eingehen und zum Schluss gibt es wie gewohnt einen Ausblick von mir, was uns denn bei der nächsten und zugleich auch letzten Sitzung der Europäischen Zentralbank in diesem, sagen wir mal, besonderen Jahr 2020 erwarten könnte. Um auch beim letzten großen Showdown dabei zu sein, einfach den Subscribe-Button klicken, die Glocke aktivieren und du wirst automatisch benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online ist. In den einleitenden Worten nimmt Christine Lagarde Bezug auf das Wiederaufleben des Coronavirus und die damit einhergehenden gesundheitlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Die aktuellen Daten deuten darauf hin, dass die Dynamik im Euroraum sich stärker abschwächt als zuvor noch erwartet. Im Sommer haben wir zwar einen partiellen Konjunkturanstieg gesehen, die Zeichen für das Q4 stehen aber schlechter. Die EZB betont einmal mehr die abwärts gerichteten Risiken. Und sie wird sich daher die Prognosen zu Wachstum und Inflation, die im Dezember kurz vor der nächsten Sitzung der Europäischen Zentralbank veröffentlicht werden, ganz genau ansehen. Sie betont, dass der EZB-Rat seine Instrumente, und zwar alle seine Instrumente entsprechend neu kalibrieren wird, um den negativen Auswirkungen der Pandemie auf die Inflationsentwicklung entgegenzuwirken. In der Pressemitteilung wurden 4 Punkte angeführt. Zinsen. Wie auch schon in den letzten Pressekonferenzen erwähnt, bleiben die Zinsen auf dem aktuellen oder auf einem niedrigeren Niveau, bis sich die Inflationsaussichten dem gewünschten Ziel annähern. PEPP. Das Pandemic Emergency Purchase Program wird weiterhin in voller Höhe, nämlich 1,35 Billionen Euro, fortgesetzt. Die EZB betont nochmal, dass sie im Hinblick auf das PEPP weiterhin flexibel agieren möchte. Was das genau bedeutet, darauf möchte ich nachher nochmal zu sprechen kommen. Sieht man sich die Tabelle an, erkennt man, dass die Käufe in den letzten Wochen nur geringfügig angezogen sind. Die EZB muss die Käufe mittlerweile auf durchschnittlich 20,5 Milliarden Euro pro Woche erhöhen, um den gesamten Umfang bis Mitte 2021 auszuschöpfen. APP. Weiterhin 20 Milliarden Euro monatlich plus 120 Milliarden bis Ende des Jahres. Das monatliche Programm wird so lange fortgesetzt, bis die Europäische Zentralbank mit einer Erhöhung der Leitzinsen beginnt. Teltros. Die Europäische Zentralbank stellt den Banken weiterhin reichlich Liquidität über dieses Instrument zur Verfügung. Wir erinnern uns, die Banken können sich aktuell bestmöglich zu einem Zinssatz von minus 1% refinanzieren. Vorausgesetzt, das Geld wird an die Realwirtschaft weitergegeben. Das Bruttoinlandsprodukt im Q2 lag bei minus 11,8%, aber die Daten kennen wir bereits aus der letzten Sitzung. Das dritte Quartal wird voraussichtlich über den Erwartungen liegen, aber aufgrund des Anstieges der Infektionsraten drüben sich die kurzfristigen Aussichten ein. Aktuelle Daten und Umfrageergebnisse weisen auf eine deutliche Abschwächung der Wirtschaft im Q4 hin. Insgesamt sind die Risiken für die Wachstumsaussichten nicht nur im Euroraum, sondern global gesehen deutlich abwärts gerichtet. Und da hilft leider Gottes auch nicht die neue Prognose des Internationalen Währungsfonds, des IMF. Lagarde war ja übrigens vor ihrem Amtsantritt bei der Europäischen Zentralbank Direktorin des Internationalen Währungsfonds. Die neue Prognose, die in den letzten Wochen veröffentlicht wurde, da wurde das Wirtschaftswachstum für die Eurozone für das Jahr 2020 nach oben revidiert, nämlich von minus 10,2% auf unter Anführungszeichen nur minus 8,3%. Die Wirtschaftsaussichten für das Jahr 2021 aber von 6 auf 5,2% reduziert. Die Inflation sank von minus 0,2% im August auf minus 0,3% im September. Aufgrund der Ölpreisentwicklung und der Senkung der Mehrwertsteuer in Deutschland wird die Inflation voraussichtlich in den nächsten Monaten bis Anfang des Jahres 2021 negativ bleiben. Ich darf euch dazu nochmals die Inflationserwartung der Europäischen Zentralbank einblenden. Auch die schwache Nachfrage im Tourismus- und Reisesektor und natürlich auch ein Anstieg des Wechselkurses dämpfen weiterhin die Inflationserwartung. Die EZB bleibt vorerst aber dabei, die mittelfristigen Aussichten aufrechtzuerhalten. Die Geldmenge M3 angestiegen von 9,5 auf 10,4% im September. Das spiegelt die starke inländische Kreditvergabe, aber auch die Ankaufsprogramme der Europäischen Zentralbank wider.
M1 hat abermals den größten Beitrag zum Anstieg der weit gefassten Geldmenge geleistet, was zeigt, dass noch immer viele Haushalte und Unternehmen aufgrund der Unsicherheit Liquidität bevorzugen und das Geld täglich verfügbar parken. Die Unternehmenskredite bleiben weiterhin hoch bei 7,1% und auch die Kredite an private Haushalte bleiben weiterhin stabil. Sie beträgt seit April konstant 3% und hat sich im September nur minimal auf 3,1% erhöht. Aus der Umfrage zum Kreditgeschäft für das Q3 geht hervor, dass sich die Bedingungen für Haushalts- und insbesondere für Unternehmenskredite verschärft haben. Die Umfrage hat auch ergeben, dass sich die Nachfrage nach Unternehmenskredite abgeschwächt hat, die Nachfrage nach privaten Krediten hingegen ist leicht gestiegen. Dazu liest Lagarde nochmals das Eingangsstatement vor. Auf der Grundlage der aktualisierten Einschätzung wird der EZB-Rat seine Instrumente der Lage entsprechend neu kalibrieren, um auf die jeweilige Situation zu reagieren und sicherzustellen, dass die Finanzierungsbedingungen günstig bleiben, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen. Sie betont nochmals die Wichtigkeit dieses Satzes und auch, dass alle Instrumente überprüft werden, nicht nur das PIP-Programm. Sie unterstreicht dabei die Wichtigkeit des PIP-Programms im Hinblick auf seine 3 Dimensionen, sprich über alle Anlageklassen, über den Zeitverlauf und über die Flexibilität in Bezug auf die Länder. Generell werden wir die flexible Ausgestaltung des PIP-Programms in den nächsten Wochen bei den wöchentlichen Ankäufen mitverfolgen können. Im September lag die Inflation bei minus 0,3%. Das ist zurückzuführen auf saisonale Effekte einerseits und auch andererseits auf den negativen Impact seitens der Energiepreise. Die Headline-Inflation wird in den nächsten Monaten voraussichtlich bis Anfang 2021 im negativen Bereich liegen. Die Europäische Zentralbank spricht trotzdem nicht von einer Deflation, sondern nur von einer negativen Inflation. Das wird einige von euch zum Schmunzeln bringen. Die Europäische Zentralbank definiert aber Deflation als einen durchgreifenden, selbsterfüllenden Prozess von sinkenden Preisen. Einmaleffekte wie die Mehrwertsteuersenkung oder eben auch die niedrigen Energiepreise haben nur temporär einen deflationären Impact. Sobald sich die Wirtschaft wieder erholt, werden auch diese Effekte wieder auf ein normales Niveau angehoben, wodurch die Europäische Zentralbank eben aktuell keine deflationären Tendenzen sieht. Beim heutigen Wurlitzer geht es um den Transmissionsmechanismus, aber nicht wie beim letzten Mal um den Wechselkurskanal, sondern um den Zinskanal. Warum? Weil durchaus die Möglichkeit besteht, dass die Europäische Zentralbank bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember die Zinsen senken könnte. Daher möchte ich schon heute diesen Zusammenhang bzw. die Auswirkung dieses Zinskanals erklären. Dazu darf ich wiederum die Grafik der Österreichischen Nationalbank einblenden und wie schon beim letzten Mal diskutiert, wird der Prozess, mittels dessen sich Zinsentscheidungen auf die Wirtschaft und das Preisniveau auswirken, als Transmissionsmechanismus der Geldpolitik bezeichnet. Die Übertragung der geldpolitischen Entscheidungen auf die Realwirtschaft umfasst eine Reihe unterschiedlicher Maßnahmen, die eben auch als Transmissionskanäle, wie der Wechselkurskanal oder auch der Zinskanal, bezeichnet werden. Eine Zinssenkung hat natürlich eine Auswirkung auf die Geldmarktzinssätze und in weiterer Folge auf die Bankzinsen. Sinken die Zinsen, so rechnen sich dadurch wieder mehr Investitionsprojekte. Es wird von den Unternehmen mehr investiert und auch von den Haushalten mehr konsumiert. Steigt die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, dann muss mehr produziert werden, was wiederum einen Impact auf den Arbeitsmarkt hat. Sinkt die Arbeitslosigkeit, so steht den Menschen wieder mehr Geld zur Verfügung und dieses Geld wird auch zu einem Teil in die Wirtschaft investiert. Die Nachfrage steigt. Steigt die Nachfrage über das Angebot, so führt das zu einem Anstieg der Preise, so führt das zu einer Inflation. Die Idee hinter dem Transmissionsmechanismus ist letztlich, dass eine Zinssenkung zu einem Anstieg der Inflation führt. Keine Änderungen im Oktober, aber im Dezember steht der große Showdown vor der Tür. Lagarde hat schon im Juni betont, dass es gewisse Situationen gibt, wo Ankaufsprogramme effizienter sind, es sehr wohl aber auch Umstände gibt, wo es sinnvoll ist, andere Instrumente einzusetzen. Eine Erhöhung des BEP um 500 Milliarden und damit auch eine Ausweitung bis Ende 2021 gilt mittlerweile als wahrscheinlich. Auch eine Erhöhung des auslaufenden EPP wird voraussichtlich stattfinden.
Einmalig oder vielleicht sogar eine Erhöhung des monatlichen Programms von 20 auf 40 Milliarden Euro. Um aber gezielt die Inflation in Schwung zu bringen, denke ich, dass eine Zinssenkung das zielführendste Instrument ist. Eine Zinssenkung um 10 Basispunkte beim Zinssatz der Einlagenfazilität, sprich von minus 0,5 auf minus 0,6%, ist durchaus möglich. Natürlich ist davon dann auch der schwache Finanzsektor betroffen, aber durch eine Erhöhung der Freibeträge, aktuell ist das 6-fache der Mindestreserve, wären die Banken nicht so stark getroffen und es hätte wahrscheinlich den effektivsten Impact auf die Inflation. Das heißt, die Geschäftsbanken müssen für das 6-fache der verpflichtenden Mindestreserve keine Strafzinsen für ihre Einlagen bei der Europäischen Zentralbank bezahlen. Nur das darüber hinausgehende Kapital wird mit dem Strafzins versehen. Bleiben wir gespannt, was uns bei der nächsten Sitzung der Europäischen Zentralbank im Dezember erwartet. Die Voraussetzungen für einen weiteren Anstieg bei europäischen Staatsanleihen sind definitiv vorhanden. Was glaubst übrigens du? Was ist deine Meinung? Zinssenkung und/oder Erhöhung des BIP? Ich freue mich über deine Meinung in den Kommentaren. Um auch beim letzten Review dieses Jahres wieder dabei zu sein, musst du nur mal meinen Kanal abonnieren. Den nächsten Review gibt es ausnahmsweise erst am darauffolgenden Montag. Bis dahin alles Gute und bleib fit.